ja Gott sei Dank unmusikalisch. Verzeihung. Bitte, bitte, bitte. Ich beneide Sie um Ihre Tochter. Man merkt natürlich den wertvollen Unterricht. Wir zahlen 30 Mark für die Stunde. Was, 30 Mark für so ein bisschen Gesang? Gott, bei unserer gesellschaftlichen Stellung. Verzeihung, gnädige Frau, ein Albrecht von Lampe. Und jetzt singe ich Ihnen zum Schluss das herrliche Lied O gib vom weichen Pfühle. Text von Johann Wolfgang von Goethe, Musik Reinhold Leisegang. Die Frau. Stören Sie doch nicht, mein Mann sitzt irgendwo da hinten. O gib von weichen Pfühle, o gib vom weichen Pfühle, träumen, träumen ein Halbgehör. Hören Sie doch, Herr Lampe. Bei meinen Seidenspiele schlafen, schlafen, schlafen. Herr Lampe, Herr Lampe. Was ist denn los? Ein Eilbrief, Herr Lampe. Ach, ein Eilbrief, Herr Lampe. Donnerwetter. Großartig. Gilchen, Gilchen. Aus irdischen Gefühlen, aus irdischen Gefühlen, schlafen, 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 was willst, Also, Gilchen, pass auf, da schreibt mir der Prinz von Holstenbühler. Ja, wer? Was? Der Prinz von... Holstenbühler? Was will er denn? Soll unsere Mirna etwa bei einem Wohltätigkeitsfest singen? Nein, er will Nudeln bestellen. Nudeln? Für seinen Haushalt? Aber nein, für seine neue Expedition nach Afrika. In Afrika gibt es scheinbar keine so guten Nudeln wie meine Nudeln. Da schreibt das Sekretariat, pass mal auf, im Auftrag von seiner Durchlaucht bitte ich um umgehende Offerte für tropenfeste Nudeln. Da seine Durchlaucht binnen kurzem zu einer neuen Expedition nach Afrika rüsten. auf dem weichen Pfühle. Ja, aber du, der Prinz von Holstenbüller, Aber ich muss doch den Brief jetzt Das muss ich beantworten. sofort unseren Gästen erzählen. Natürlich. Aber denk doch nur, ein Prinz. Was willst, was Meine Damen und Herren, entschuldigen Sie, wenn ich Sie vorhin vielleicht in Ihrem künstlerischen Genuss gestört haben sollte. Aber es ist ein freudiges Ereignis, ein sehr wichtiges Ereignis eingetreten, das unserem Hause eine große Ehre verschafft. In diesem Augenblick traf ein persönliches Handschreiben seiner prinzlichen Durchlaucht des Prinzen von Holstenböhlau ein. In einer sehr dringenden Angelegenheit. Ach, Mama, ich möchte den Brief auch mal lesen. Bitte, mein Kind. Haben Sie Worte? Bloß weil da irgend so eine durchlaufende Brief schreibt, muss es der ganzen Gesellschaft mitgeteilt werden, damit ja alle wissen, Lampes korrespondieren mit einem Prinzen. Ja, wahrscheinlich wird er den guten Lampe anpumpen wollen. Na, Geld genug verdient er ja mit seiner Nudelfabrik. Das prinzliche Wappen.
Mit einer Königskrone darüber. Also nicht mehr auszuhalten ist es mit den Leuten. Was waren Sie denn früher? Er war ein einfacher Bäckermeister und Sie war, glaube ich, Köchin. Das Geld ist eben in den Kopf gestiegen. Ach, ich finde diese Wichtigtuerei von den Leuten einfach verrückt. Die ganze Welt lacht drüber. Und Ihren Freund Leisegang, den verstehe ich überhaupt nicht. Wieso? Weil er die Myrna Lampe heiraten möchte? Wirklich ein reizendes Paar. Als Sie vorhin von einem wichtigen Ereignis sprachen, meine liebe Frau Lampe, glaubte ich schon, Sie meinten die Verlobung Ihrer Myrna mit Herrn Leisegang. Oh, so weit ist es noch keineswegs. Aber Sie bekämen doch in Herrn Leisegang einen idealen Schwiegersohn. Und so musikalisch. Solide, so häuslich. Trotzdem ist er eigentlich nicht der Richtige für unsere Myrna. Wieso? Oh Gott, ein Mehlhändler, ich bitte Sie, was ist das schon? Besonders jetzt, wo wir sozusagen zum Hoflieferanten ernannt worden sind. Ja. Sie entschuldigen mich, liebe Frau Messerschmidt. Bitte, bitte. Die Einbildung dieser Lampe, es geht wirklich zu weit. Ach, Verzeihung. Tierchen, gib mir doch den Brief wieder. Ach so, ja. Ja, lieber Lampe, was schreibt denn der Prinz? Bestellt Nudeln bei mir. Nudeln? Ach so, es handelt sich bloß um Nudeln. Natürlich wünscht seine Durchlaucht auch einen persönlichen Kontakt mit uns. Naja, mein Mann besitzt ja schließlich nicht nur irgendeine Mehlhandlung, sondern die erste Nudelfabrik am Platze, Herr Finke. Ach, liebe Frau Wachtler. Ja, sehr richtig. Wieso sagen Sie überhaupt bloß Nudeln? Es ist eine Ehre für mich, wenn jeder meine Nudeln isst. Nur mal sagte, lieber Lampe. Sie wissen doch, dass Ihre Nudeln nur deshalb so gut sind, weil sie aus dem Mehl von Leisegang und Finke gemacht Doch werden. teuer genug. Ja. Übrigens, wo steckt denn eigentlich Ihr Schwiegersohn Leisegang? Hä? Ach Gott, da sitzt sicher irgendwo mit Myrna zusammen. Ach, Emmy, telefonieren Sie doch gleich mal an Fräulein Bild. Sie soll gleich mal herkommen. Ich habe noch einen wichtigen Brief zu beantworten. Sie kriegt auch ein schönes Glas Sekt. Also auf Wiedersehen, mein Lieber. Ich muss ins Büro kommen. Ja, bitte. Sie, Fräulein Emmy, stellen Sie mal hin den Sekt, nicht? Und gehen Sie schnell telefonieren. Ich passe schon auf den Sekt. Und dass mein Gatte sich heute Abend noch einmal sehen lassen wird. Er ist soeben in sein Büro gegangen, um den Brief des Herrn Prinzen zu beantworten. Ach, das hätte wohl nicht bis morgen Zeit gehabt. Unsere Verbindung mit Fürstenhäusern verlange mitunter, dass man sich ihnen noch zu ungewohnter Stunde widmet. Darf ich bitte Eva? Starten? Nicht mehr auszuhalten. Diese aufgeblasenen Weiber. Hier, spülen Sie sich Ihren Ärger runter. Sehen Sie, ich ärgere mich nicht. Ich amüsiere mich bloß. Außerdem muss ich noch ein paar Gläser für meinen Kompagnon Leisegang mittrinken. Der trinkt nämlich keinen Alkohol. So ein Geschrei zu machen, weil ein Prinz einen Brief schreibt. Ich möchte bloß mal wissen, was die anstellen, wenn der Prinz persönlich hier hereinkommt. Gar nicht auszudenken. Sie, das möchte ich wirklich mal sehen. Übrigens, heute wäre doch der richtige Tag, den da mal eins auszuwischen. Wieso? Heute ist doch der 1. April. Natürlich. Sie, heute bin ich gerade in der richtigen Laune. Ich weiß auch schon was. Was denn? Psst, Sie werden ja sehen. Ich bin im Augenblick wieder hier. Sagen Sie nichts. Aber wo werde ich denn? Ach, ist das ein Wetter. Ja, April. Ich bin tüchtig nass geworden. Oh, nein. Aber das macht nichts. Naja, habt Sonne im Herzen, ob es stürmt oder... Also kommen Sie mal her, Fräulein Bill. Ich habe Ihnen nämlich noch einen wichtigen Brief zu diktieren. Sonst hätte ich Sie ja gar nicht so spät hierher gebeten. Ich habe Ihnen auch ein schönes Glas Sekt mitgebracht. Also wir müssen nämlich an einen Prinzen schreiben. An einen Prinzen? Oh je. Also schreiben Sie mal. Sehr geehrter Herr Prinz. Aber das kann man doch nicht sagen, Herr Prinz. Ach so, wie sagt man da? Na, ganz einfach. Ach, königliche Hoheit. Nein, Durchlaucht. Ach so, ganz einfach Durchlaucht. Also sehr geehrter Herr Durchlaucht. Nur Ja, Durchlaucht. ich sage ja Durchlaucht, ne, ja? Also sehr geehrter Herr Durchlaucht, es freut mich, auf Ihr Geschätztes von gestern Ihnen heute gleich Antwort zu erteilen zu können. Absatz. Was nun Ihre Frage anbetrifft, ob meine Nudeln trubenfeste Nudeln sind, Durchlaucht. Eure Durchlaucht. Nee, seine Durchlaucht. Nein, eure Durchlaucht. Was, meine Durchlaucht? Na nu,
Jetzt? Mitten in der Nacht? Ihr Lampe, wer dort? Ja, hören Sie, hier ist das Sekretariat, seine Durchlauf des Prinzen von Holstenböhler. Wer ist das? Hallo. Hallo. Hey, sind Sie noch da? Hey, ob Sie noch da sind? Ja, ob Sie noch da sind. Jawohl, ich bin noch da. Euer Durchlacht, seine, jawohl, Herr Prinz. Ja, ich bin beauftragt von seiner Durchlacht, Ihnen mitzuteilen, dass seine Durchlacht morgen Vormittag Ihre Nudelfabrik zu besichtigen geruht wird. Ach, Majestät, Herr Prinz, persönlich geruhen wird. Ja, gute Nacht. Ist Ihnen nicht wohl, Herr Lampe? Aber ganz im Gegenteil. Der Prinz wird morgen früh unsere Fabrik besichtigen. Soll ich noch weiterschreiben, Herr Lampe? Ja, nein, ich muss meiner Frau erst mal Bescheid sagen. Also, trinken Sie mal Ihr Glas Champagner aus. Verzeihung. Händchen. Ach Gott, Was ist denn, Julius? Also, pass mal auf. Der Prinz, der kommt morgen früh, unsere Fabrik zu besichtigen. Oh, seine Hoheit! Ja, Sekretär hat eben mit mir telefoniert. Ja, aber Julius, wir sind doch gar nicht darauf vorbereitet. Was soll ich denn anziehen? Hast du dich denn schon mit der Zeitung in Verbindung gesetzt? Nee, wozu denn? Na, sowas muss doch die ganze Stadt wissen. Auf alle Fälle muss eine Notiz ins Morgenblatt. Am besten du rufst sofort gleich an. Was ist denn, Mama? Ja, nur wenn du meinst, dann werde ich jetzt mal ins Büro gehen, werde ich mal anrufen. Ja, was hat Papa? Ich erzähle dir gleich alles, mein Kind. Denk dir, der Prinz kommt persönlich. Was haben Sie denn? Ich weiß nicht, ob ich da nicht doch ein bisschen zu weit gegangen bin. Ach, Unsinn, warten Sie doch mal ab, was die anstellen. Naja, Sie haben ja recht. April kann ich ja immer noch rufen. Sehen Sie mal da. Verzeihen Sie. Sofort aufhören, bitte. Einen Augenblick, meine Herrschaften. Leider muss ich Sie bitten, so rasch als möglich nach Haus zu gehen. Seine Durchlauf, der Prinz zu Holstenböhler, hat sich für morgen früh bei uns angesagt. Und Sie werden begreifen, dass wir natürlich noch einige Vorbereitungen zu treffen haben. Emmy, Friedrich, reichen Sie bitte den Herrschaften die Mäntel. Und jetzt werfen Sie uns auch noch zum Hause raus. Sie, jetzt können die Lampen warten, bis sie schwarz werden, ehe ich in meiner Aprilscherz erzähle. Kommen Sie, wir gehen. Nämlich, dass seine Durchlauf, der Prinz von Holstenböhlau, die berühmte Nudelfabrik von Julius Lampe, persönlich morgen früh zu besichtigen geruhen werden. Ja. Gesperrt gedruckt, umso besser. Ja. Hauptsache, dass morgen früh in der ersten Morgennummer drin ist. Bitte schön, empfehle mich. Guten Abend. Also, jetzt notieren Sie mal vor ein Bild. Also erstens, der Gärtner, der soll Lorbeerbäume liefern. Zweitens, der Hof soll gestriegelt und die Pferde, die sollen gefegt. Nein, umgekehrt natürlich, umgekehrt. Und die Mädchen in der Fabrik, die sollen sich alle ondulieren lassen, auf Geschäftskosten natürlich. Und viertens... Wecken Sie den Chauffeur, er muss sofort die Schneiderin rufen. Fünftens rufen Sie den Portier, das ganze Haus muss heute Nacht noch sauber gemacht werden, weil morgen seine Durchlauf der Prinz zu uns kommt. Sechstens bringen Sie meine gesamte Kosmetik aufs Zimmer. Und Sie sagen Frieda, sie soll sofort mit dem Staubsauger. Emmy, warum ist das Badewasser noch nicht parfümiert? Der Prinz kommt heute zu uns. Der Prinz kommt heute zu uns. Meine Hose her! Der Prinz kommt heute zu uns. Der Prinz kommt heute zu uns. Der Prinz kommt heute zu uns. Meine Hose her! Der
Prinz kommt heute zu uns. Emmy, Frieda, Friedrich, wo bleibt der Friseur? Der Prinz kommt heute zu uns. 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 Der Prinz kommt heute zu Lampes. Was sagst du nun, Pinke? Ich weiß. Ach ja, du weißt ja schon. Du weißt ja. April, April! Was soll das heißen? Sag mal, begreifst du denn nicht? Gestern war doch der 1. April. Und was hat das mit dem Prinzen zu tun? Deine verehrten Schwiegereltern samt Fräulein Braut hat jemand mit dem Prinzen in April geschickt. Also, das ausgeschlossen, das Sekretariat? Das war ich. Und dann traust du mir das nicht zu? Du, das ist eine bodenlose Gemeinheit. Du reg dich nicht auf, weil wenn diese aufgeblasene Lampe mal ein bisschen an der Nase rumgeführt wird, dann schadet denen gar nichts. Nein, das ist eine fürchterliche Frechheit. Also diese armen Leute und Myrna. Na, ich muss sofort hin. Jetzt sitzen die da und warten. So spät schon? Wer weiß, ob der Prinz überhaupt noch kommt. Also wie oft soll ich das wiederholen? Er kommt heute Vormittag. Mama, du vergisst ganz, dass hohe Herren auf sich warten lassen. Ich habe so viel zu arbeiten. Ach, lächerlich, deine Nudeln laufen dir ja nicht weg. Hat es da nicht eben getutet? Hör doch auf mit deiner Tuterei. Ganzen Morgen tut es schon bei dir. Sind nicht davor! Wen will ich davor? Ich kann mich nicht vorsichtig. Ich hab's furchtbar beeilig. Können Sie mich nicht überhaupt mitnehmen? Ich muss in die Lampenfabrik in die Nudelfabrik von Lampe. Da, wo der Prinz heute hinkommt. Ja, wo der Prinz hinkommt, ja. Ich bin auch nicht der Prinz. So sehen Sie auch nicht aus. Weiß ich. Aber ganz vorsichtig. Ja, halten Sie, einen Augenblick noch halten Sie. So, jetzt können Sie loslassen. So, in die Nudelfabrik. Über die Nudeln. Na, die Gesichter hätte ich sehen mögen, als die Leute heute früh in der Zeitung lasen, dass der Prinz ausgerechnet zu uns kommt. Herrche ich auch. Du Julius, der Messerschmidt hat bestimmt vor guter Schlag gerührt. Na, und die olle Wachteln. Mama! Mama! Haltung, Mathilde. Nimm den Hut im Zimmer runter, Julius. Über solche Menschen sollte man überhaupt nicht reden, Mama. Ganz recht. Aber auch dein Umgang mit Herrn Leisegang, Myrna, ich weiß wirklich nicht, ob das Richtige ist. Möglicherweise kommt man jetzt in ganz andere Kreise. Na, und denk doch mal, der und der Prinz. Julius, jetzt hat er aber wirklich getutet. Es war eine fürstliche Tute. Julius, der kommt! Endlich! Schnell, Julius! Papa, der Prinz! Der komm! Vorwärts, schnell! Spaliert mich! Ausrichten! So. Augenblick. Durchlauchtigster Prinz. Aber Herr Lampe. Ja, was wollen Sie denn hier? Na sowas, das ist doch... Aber Herr Lampe. Bitte lassen Sie meinen Rock in Ruhe, lassen Sie mich überhaupt zufrieden. Herr Lampe. Lächerlich. Herr Lampe. Herr Lampe. Empörend, dieser Leisegang. Sich so einen dummen Scherz zu erlauben. Herr Lampe, hören Sie mich doch Also an. bitte, ich habe keine Zeit. Ein Aprilscherz. Was, Sie erlauben sich einen Aprilscherz mit mir? Sie sind wohl verrückt? Nein, der Prinz. Was, der Prinz ist verrückt? Nein, der Prinz kommt gar nicht. Wieso kommt nicht? Der weiß ja von nichts. Ach, das ist doch Unsinn. Der Sekretär hat doch gestern Abend mit mir telefoniert. Nein, das war ja gar nicht der Sekretär. Ach, vielleicht seine Hoheit selber. Nein, der Sekretär war's schon. Also. Aber nicht der Richtige. Ach so, gibt's auch einen falschen Sekretär? Das war der Finke. Der Finke? Der ist beim Prinzen Sekretär? Nein, den gibt's doch gar nicht. Den Finke gibt's nicht, habe ich doch gestern gesehen, den gibt's doch. Nein, den Sekretär gibt's Den nicht. Sekretär gibt's nicht, ich habe doch gestern Abend mit ihm telefoniert. Nein, der Finke hat gestern Abend als Sekretär des Prinzen bei Ihnen angerufen, ein Aprilscherz. Ach, so eine Gemeinheit. Und unten steht meine Belegschaft, sauber gewaschen und frisch onduliert. Die lachen mich doch aus, wenn da niemand kommt. Frisch onduliert, das ist ja entsetzlich. Ja, könnte man nicht sagen, der Prinz hat Ach, das abtelefoniert? ist doch Unsinn. Heute Abend ist die ganze Geschichte doch schon stadtbekannt.
Ja, oder wir versuchen, dass wir den Prinzen telefonisch einladen. Haben Sie eine Ahnung vom Prinzen? Geht ans Telefon, sagt Dankeschön. Was gibt's zu essen? Ja, hier. Hier, was? Achso. Ja, Sie kennen ihn doch aber auch nicht. Ja, wer kennt den denn überhaupt? Der ist doch immer in Afrika, bei den Kaffern. Könnte doch genauso gut jeder andere hier. Halt, Moment. Also das ist ja eine Idee. Ja, das ist eine Idee. Was denn? Ja, da könnte doch genauso gut jeder andere den Prinzen spielen. Das muss ich meiner Frau erzählen. Moment, das muss ich meiner Frau erzählen. Ja, das ist eine Idee. Da kann man nichts machen. Dann gehen wir eben wieder an die Arbeit, nicht? Aber du kannst doch nicht einen x-beliebigen Menschen für den Prinzen ausgeben. Schön, werden wir uns vor der ganzen Stadt blamieren. Nein, das wäre mein Tod. Na also. Ach, wer wird sie überhaupt zu so etwas hergeben? Das ist eine Idee. Ich weiß überhaupt nicht mehr, was Sie jetzt... Wenn ich einen Vorschlag machen dürfte, ich weiß nicht, ob er es tut. Ja, nur reden Sie schon. Herr Müller. Was ist denn für ein Müller? Das ist ein Konfektionsreisender, den ich gut kenne. Der ist im Fürstenhof abgestiegen. Ja, der könnte ganz bestimmt den Prinzen spielen, so wie der aussieht. Sehr fein und hochelegant. Ja, das ist ja großartig, Menschenskind, nicht wahr, Tilchen? Also, das soll Ihr Herr Müller, der soll sich beim Portier nur als Prinz von Holsten-Böhlau melden, dann wissen wir schon Bescheid. Ja. Aber Sie dürfen natürlich nicht mit ihm zusammenkommen. Nein, ich komme einzeln, Also schön, geht's los. Halt, hier geblieben. Jetzt möchte ich gerne mal wissen, was ihr euch eigentlich denkt. Ihr mutet mir zu, einen x-beliebigen Herrn Müller als seine Hoheit zu hofieren? Ja, habt ihr denn vergessen, wer wir sind? Du machst ja Blödsinn, das geht doch nur nicht anders. Julius, die Myrna hat ganz recht. Also Donnerwetter, jetzt machst du mich ganz verrückt. Was kann ich denn tun, wenn die ganze Geschichte schon in der Zeitung steht? Können Sie sich das erklären? Da steht in der Zeitung, ich werde heute eine Nudelfabrik besichtigen. Davon weiß ich ja gar nichts. Lampe? Wer ist doch Lampe? Aber Durchlaucht, das ist doch der Nudelfabrikant, bei dem Durchlaucht neulich durch den Sekretär wegen der tropenfesten Nudeln haben anfragen lassen. Ach, da hat der wohl mit dem Lampe ausgemacht, dass mir die Nudeln vorher besichtigen soll, was? Ja, sicherlich Durchlaucht. Aber ich finde es unverantwortlich, dass er Durchlaucht nicht darüber unterrichtet hat. Na, das wird er wohl vergessen haben. Ja, hoffentlich ist es kein Irrtum. Wenn es in der Zeitung steht, dann stimmt's auch. Also gut. Sehen wir uns die Nudelfabrik an. Herr Müller, bitte beeilen Sie sich doch ein bisschen, ja? Sie, Leisegang. Kommen Sie mal her, Leisegang. Da kommen Sie mal her, haben Sie keine Bange. Fassen Sie mal die Krawatte an. Na, fassen Sie mal an. Das ist eine Qualität, wa? Dufte, ja. Die hat nicht mal ein richtiger Prinz, ne. Und die kriegen Sie bei mir für 1,50 Mark. Na, meine kostet aber nur 95. So, Ja. zeigen Sie mal her. Hier. Zeigen Sie mal. Bitte. Na ja, das ist ja auch nichts, ne? Aber die knüllt sich fabelhaft. Ja, aber Knülschware führt eben meine Firma nicht. Achso, ja, aber können Sie sich nicht trotzdem ein bisschen beeilen, ja? Aber mach ich doch, Herzchen, mach ich doch. Sie sehen doch, wie ich mich schätze. Na, aber Ich schätze mich doch direkt. na, Sie kriegen doch schließlich 50 Mark dafür von Herrn Lampe. Na ja, 50 Mark ist doch nichts für einen Prinzen. Kommen Sie mal her. Helfen Sie mal eben ein bisschen, ja? So. Sagen Sie mal, Leisegang, ich habe doch mal irgendwo, habe ich doch mal Monokel gehabt? Doch mal Monokel? Ach, sonst geht es ja auch ohne Monokel, nicht wahr? Ich habe mal ein Bild vom Prinzen von Wales gesehen. Der hatte auch kein Monokel. So? Na, dann hat er vielleicht gerade Fußball gespielt oder so, nicht? Haben Sie denn überhaupt schon mal einen richtigen Prinzen gesehen, ja? Nein, persönlich noch nicht. Na ja, sehen Sie. Dann warten Sie mal einen Moment. Warten Sie mal einen kleinen Augenblick. Sehen Sie so. So sieht ein Prinz aus. Ja. Hallo, Sie! Wo wollen Sie denn hin? Kann ich Herrn Lampe sprechen? Ja, das können Sie schon. Aber wer sind Sie denn? Prinz Heinrich von Holsten-Böhlau. Oh, Donnerwetter. Donnerwetter! Na, seht dann, da haben wir's. Erst warten wir auf den richtigen Prinzen. Schwarzer Herr. Der kommt nicht. So einen kurzen Weg. Und dann warten wir auf den falschen Prinzen. Und der kommt auch nicht. Blonde Dame. Nicht wahr, Myrna? Ich habe dir ja gleich gesagt, dass das alles Unfug ist. Lieber Papa. Also jetzt wäre ich aber wirklich wild mit eurem Geschwätz. Da besorgt mir doch einen richtigen Prinzen, wenn ihr Herr so Lampe! gescheit seid. Herr Lampe, der Portier sagt, seine Durchlaucht
Der Prinz sei eben gekommen. Na, endlich. Ich habe gar kein Auto gehört. Er ist zu Fuß gekommen. Was? Zu Fuß? Zu Fuß? Der ist wohl verrückt. Was hab ich dir gesagt? Ja, sie soll im Büro warten. Der Prinz? Na ja, nun gehen Sie schon. Ich komme gleich. Na nu. Was ist denn das jetzt? Hier, Lampe, wer dort? Sekretariat des Prinzen von Holsten-Böhlau? Was, wer ist er? Sagen Sie, ist seine Durchlaucht schon eingetroffen? Nur erlauben Sie mal, so eine Unverschämte, Sie rutschen Sie mir am Buckel runter. Was sagen Sie? Sie unverschämte Person, Sie, glauben Sie, dass ich auf Ihren Spindel wieder reinfalle? Nee. So eine Frechheit, ruft da so eine Person an, ob der Prinz schon da ist. Na, das ist sicher jemand von Pinkes gewesen. Na, ganz bestimmt. Also du, der Müller, dem werde ich aber jetzt mal Bescheid sagen. Der hat ja überhaupt keine Ahnung von prinzlichen Manieren, hier zu Fuße zu kommen. Den führe ich einmal durch die Fabrik und dann fliegt er raus. Na, dieses unverschämte Frauenzimmer, das da angerufen hat, wird sich doch wohl noch feststellen lassen. Weißt du was, Mama? Ich frage mal bei der Auskunft nach. Ah. Prinz Heinrich von... Quatsch, bin ich der Portier. Mit mir brauchen Sie es ja nicht zu machen überhaupt. Wie sehen Sie denn aus? Was? Da läuft denn so ein Prinz rum? Ja. Und was fällt Ihnen denn ein, hier zu Fuße hierher zu kommen? Ja, Also Sie können doch wissen, dass ein Prinz nicht zu Fuße kommt. Ja, erlauben Sie mal, ich werde auch noch zu Fuß gehen. Also wenn Sie bei mir einen Prinzen darstellen wollen, dann nehmen Sie sich gefälligst ein Auto. Und dann reden Sie nicht so viel, nicht wahr? Also wir wollen es ja kurz machen. Wissen Sie Bescheid? Ja. Nein? Ja, hat Ihnen Ihr Freund Leisegang nichts erzählt? Von dem Aprilscherz? Nein. Ach Gott, das sieht ihm ja ähnlich. Also nun passen Sie mal auf, Herr Müller. Sache ist nämlich die, hat sich mit mir einen Scherz erlaubt. Hat gesagt, ein Prinz kommt, meine Fabrik zu besichtigen. Aber es kommt nun kein Prinz. Hab die Sache schon in die Zeitung gebracht, ich Esel. Ah. Wie? Pardon. Bitteschön, bitteschön. Ja, und um mich nicht zu blamieren, da sollen Sie jetzt den Prinzen machen. Sie? Ja, nun benehmen Sie sich auch danach, Herr Müller. Ja, ich werde es versuchen. Ich werde mir die größte Mühe geben. Moment. Hallo? Ach, Tilchen, ja. Was ist los? Ja, ich komme sofort. So, also Sie müssen noch ein bisschen warten, Herr Müller. Oh, das Warten ist des Müllers Lust. Na, da halten Sie sich stramm. Hm. Hier los. Oh, Sie sind ja recht lustig. Oh, Verzeihung. Wollen Sie schon wieder weg? Ich habe zu arbeiten, ich habe hier zu tun. Sagen Sie, haben Sie sehr viel Humor? Ich könnte Ihnen einen Aprilscherz erzählen. Ich habe leider keine Zeit für Aprilscherze. Auch nicht für so einen kleinen? Auch nicht für einen so kleinen. Oh. Also gar keine Zeit? Auch nicht so ein bisschen zum Plaudern? Ich möchte Ihnen so gerne einen Aprilscherz erzählen. Da fallen Sie um vor Lachen. Auch dazu habe ich leider keine Zeit. Ich möchte bloß wissen, was mein Chef dazu sagen würde, wenn er das wüsste. Tja, wenn er das wüsste. Übrigens, wir bekommen heute hohen Besuch. Das ganze Haus steht Kopf. Bloß weil so ein lächerlicher Prinz kommt. Ah, was denn für ein Prinz? Na, der Heinrich. Ach, der Heinrich. Oh, von Holsten-Böhlau oder so ähnlich. Warum ist denn der so lächerlich? Das weiß ich nicht. Ich kenne solche Prinzen nur aus Operetten und Filmen. Da verliebt sich dann so ein dummes Mädel in einen Prinzen, der lässt die dann sitzen und die Leute haben was zum Heulen, nicht? Sie würden sich also nicht in so einen Prinzen verlieben? Ich? Ganz gewiss nicht. Und wenn sich nun so ein Prinz in Sie verlieben würde? Dann lass ich ihn sitzen. Auf Wiedersehen. Oh, auf Wiedersehen. Was wollen Sie überhaupt? Ich warte auf Herrn Lampe. Ach, Sie wollen Nudeln bestellen? Ja, eigentlich ja. Na, das hätten Sie doch gleich sagen sollen. Dann zeige ich Ihnen doch unsere Preisliste. Bitte schön. Aber wenn ich dir sage, Papa, der Anruf kam tatsächlich vom Sekretariat des Prinzen. Mirna hat doch sofort die Auskunft angerufen und die hat gesagt... Ja, die hat gesagt... Die hat gesagt, jawohl, hier das Sekretariat seiner Durchlaucht. Des Prinzen von Holsten-Böhlau. Persönlich. Da ist er. Seine Durchlaucht. Mein Zylinder. Da ist er.
Durchlauchtigste Hoheit, herzlich willkommen. Es ist mir und meinen Nudeln eine hohe Ehre, dass Durchlaucht die Schwelle meines bescheidenen Hauses persönlich mit ihrer hohen... guten Tag. Sehr nett, sehr nett. Jedoch indes, Herr Nudelfabrikant, der Empfang ist ein bisschen dürftig. Ach. Naja, wir Fürsten sind eigentlich gewohnt, mit etwas mehr Komfort empfangen zu werden. So, Durchlaucht, ja, aber beim Frühstück nachher, da habe ich keine Kosten gescheut. Nicht wahr, Tilchen? Oh, Verzeihung, Durchlaucht, meine Frau Gattin. Ganz nett, ganz nett. Mein Fräulein Tochter. Sehr nett, also wirklich sehr nett sogar. So, und das ist also hier so Ihre Nudelmühle. Lampes Nudelwerke, Durchlaucht. Darf ich mir erlauben, würden Durchlaucht die Güte haben, die Werke zu besichtigen? Bitte schön, na dann zeigen Sie mir mal Ihre netten Nudeln. Wiedersehen, beim Frühstück, Das ist ein Prinz. Ah. Ein wirklicher Aristokrat. Ja, um Himmels Willen, wer war denn das? Reden Sie doch nicht so laut, das war doch der Prinz. Der Prinz von Holstenböhlau persönlich. Ja, aber da ist doch schon einer da. Oh Gott. Das war doch der Sekretär, ja, der Sekretär des Prinzen. So, mit den Nudeln weiß ich jetzt ganz genau Bescheid. Passen Sie mal auf. Also, es gibt Bandnudeln, Rohrnudeln, Fadennudeln, Sternchennudeln, Buchstabennudeln, Spaghetti und Macaroni. Stimmt's? Ja. Soll ich nochmal vorrückwärts? Nein. Jetzt weiß ich bloß noch eines nicht. Und das ist? Wie Sie heißen. Sieh mal einer an. Das Neueste, ja? Die Damen stellen sich den Herrn vor. Ach so, ja, jetzt habe ich ganz vergessen. Also ich heiße... Herr Müller, ich brauche Sie nicht mehr. Der Prinz ist eben angekommen. Hier, haben Sie 50 Mark. Jetzt schwirren Sie ab. Hier. Durchlaucht. Wenn ich mir erlauben darf, das ist mein Büro. Sehr nett, sehr nett. Prinz von Holstenböhlau, Durchlaucht. Müller. Vertreter. Wieso Müller? Ja, natürlich, Herr Müller ist ja ein häufiger Name, ja, selbstverständlich. Sehr nett, sehr nett. Danke, Herr Müller. Bitte, Durchlaucht. An diesem Tisch machen Sie wohl Ihre Nudeln, was? Nein, Durchlaucht, hier arbeite ich. Hier arbeiten Sie? Ach so, na ja, ich verstehe so ein bisschen, ja. Wenig Arbeit, aber viel Geld, was? Wie meinen Sie? Ja, bei Ihnen fliegt ja scheinbar das Geld nur so herum. Wie meint Durchlaucht oder Dennis? Sehen Sie mal da. Das ist mir unbegreiflich. Das ist mir unbegreiflich. Sehr nett, sehr nett. Der Prinz kommt! 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 Sehr nett, sehr nett. Durchlaucht. Hier wird also nun der Teich gemischt. Aha, gemischt. Oh, sehr liebenswürdig von Ihnen. Sehr. Praktisch so Windfaden. Nicht wahr? Ja. Warum denn gemischt? Ja, damit das Mehl und die Eier so... Oh, Verzeihung. Na, bitte sehr. Wieso denn Eier? Kommen da Eier hinein? Ja, da kommen Eier rein. Ach, sagen Sie mal, harte oder weiche Eier? Rohe Eier. Wie denn rohe Eier? Mit der Schale? Das finde ich aber unverantwortlich von Ihnen. Das können Sie aber nicht machen. Sehen Sie doch mal diese fürchterlichen Greifer an. Geht ja jedes Ei kaputt, wenn da nur ein Küken drin ist. Rohe Eier? Finde ich aber roh. Gut, was? Was? Wie? Wie ist es mit der Bezahlung, wa? Ja, hier wird alles nach Tarif bezahlt. Nicht wahr, Meister? Wieso bezahlt sich denn der Teich nach Tarif? Der Teich, der bezahlt sich absolut nicht nach Tarifen. Der Teich, der wird jetzt
Jetzt wird er gewalzt. Aha, gewalzt. Sehen Sie, das habe ich mir gleich gedacht. Ja, ja. Wieso denn gewalzt? No, weil wir eine Walzmaschine hier haben. Darf ich bitten? Durchlauf. Von dieser Maschine, wenn Durchlauf gestatten, wird der Teich gewalzt. Aha, aha, verstehe, ja, ja. Warum denn der Teich? Das muss so sein. Warum? Weil wir Nudeln machen wollen. Durchlauf verstehen. Nein, nein, ich habe keine Ahnung. Warum müssen das denn ausgerechnet Nudeln sein? Ja, das müssen ausgerechnet Nudeln sein. Warum? Bitte, warum müssen das Nudeln sein? Ja, weil wir eine Nudelfabrik sind, Durchlauf. Ach so, aha, verstehe, natürlich, ja, ja. Sehr nett. Sehr nett. Was macht denn die junge Dame da oben? Die füllt oben in den Trichter. Die fällt in den Trichter? Füllt. Füllt ist gut, ja, natürlich, ja. natürlich. Ja. Sehr nett, ja. Sehr nette Füllung. Ja, Durchlauf belieben, den Trichter zu sehen. Nein, ich danke schön, danke schön. Aber die junge Dame da scheint mir ja sehr tüchtig zu sein. Bitte mal die Dame vom Trichter zu mir, ja? Ja, Fräulein, kommen Sie doch mal runter hier zu Durchlauf. Das machen Sie ja ganz reizend mit dem Trichter. Ei, ei, ei. Sieh mal an, sieh mal an. Wie heißt sie denn, mein schönes Kind? Marie. Marie? Kunze. Kunze. Kunze ist ein sehr netter Name. Halten Sie mal eben, bitte schön, ja? Und wo wohnt sie? Krumme Ecke. Krumme Ecke. Ach, Krumme Ecke ist ja reizend. Reizend, krumme Ecke. Nummer? 13. 13, meine Glückszahl. 4. Stock links. 4. Stock? Ist ein bisschen zu hoch. Ja, Sie hört von mir, mein schönes Kind. Doch, doch. So, na nun gehen Sie mal wieder in Ihren Trichter. Sehr nett, sehr nett. So, die Sache hätten wir gewalzt. Was jetzt? Also, darf ich Durchlauf den nächsten Raum bitten? Nächsten Raum. Ach so, ja. Da gibt es ja noch mehr so hübsche Kinder. Doch, doch, gehen wir, kommen Sie. Sehr nett. Auch sehr nett. Also, wie Durchlauf sehen, sind die Nudeln nunmehr fertig. Aha, aha, ja, ja. bitte. Durchlauf. Sehr. Ja, also hier Bandnudeln. Bandnudeln, ja. Und hier Stocknudeln. Macaroni. Macaroni, aha, lass uns doch mal sehen. Aber doch nicht so hart, die kann man ja gar nicht essen. Ja, sehr richtig, Durchlauf. Die Nudeln werden im Haushalt in heißem Wasser gekocht und dadurch werden sie wieder weich. Wieso, das verstehe ich aber nicht. Also hören Sie mal zu. Ja. Von Natur aus ist die Nudel weich, denn ich habe noch nie eine harte gegessen. Sie machen nur böswilligerweise die Nudeln extra hart, nur damit die armen Leute sie wieder weich machen sollen. Und deswegen haben Sie eine ganze Fabrik aufgebaut? Ja, aber Durchlauf können doch zum Beispiel nach Afrika keine weichen Nudeln mitnehmen. Wer redet von Afrika? Der Durchlauf haben doch nach tropenfesten Nudeln gefragt. Ach so, ja. Verstehe. Ja, natürlich tropenfest, ja. Aber doch nicht gleich so fest. Stellen Sie sich mal vor, ich sitze da in Afrika mitten in der Wüste und beiße auf so eine steinharte Nudel. Und da fällt mir ein Zahn am Haus. Und dann kommt der Löwe. Tja, was sagen Sie nun? Tja. Darf ich bitten, Durchlauf in meinem Haus einen kleinen Imbiss einzunehmen? Sehr nett, sehr nett. Auf Wiedersehen. Machen Sie nur so weiter. Seine Durchlauf wird gleich mit dem gnädigen Herrn da sein. Emmy, bringen Sie schon den Sekt. Aber Mama, ich bitte mir aus, dass ihr mich auch ein bisschen mit dem Prinzen allein lasst. Ja, schon. Schließlich hat man ja ein Fingerspitzengefühl, ob man auf einen Menschen Eindruck gemacht hat oder nicht. Gott, ich habe solches Herzklopfen. Ach, da ist er. Da ist er. Durchlauf, eine Kleinigkeit zur Stärkung. Sehr nett. Aber hoffentlich keine Nudel. Nein. Sehr nett. Ja, ich danke sehr natürlich. Ja, das ist ja reizend. Ich freue mich wirklich, dass Sie diesen kleinen Imbiss so bescheiden, billig und ohne besondere Umstände gemacht haben. Ja. Sowas tut uns Fürsten wohl. Gott, ja, Ihnen als Prinz muss der Kaviar ja zum Halse raushängen. Ja, ach, das ist ja noch gar nichts. Nein, wir Fürsten zum Beispiel gurgeln in der Frühe nur mit Sekt. Ach, ja, was Sie sagen. So. Nur mit Sekt. Sehen Sie mal, so. Sehen Sie so. So, meine Damen, nun probieren Sie mal. Na, probieren Sie mal, bitte. Na, genieren Sie sich nicht. Los, bitte. Prost. Prost. Mensch, leise Gang. Na, hat's geklappt? Was hat geklappt? Na, das mit Herrn Müller. Müller? Ja, habe ich Ihnen nicht einen Prinzen hingelegt, der sich gewaschen hat? Was? Sie sind gar kein
Prinz? Aber Herr Lampe, Sie haben mich doch selber als Prinz engagiert. Gestatten? Müller, ich mache in Konfektion. Was? Sehen Sie mal meine Krawatten so zum Beispiel. Sie sind gar kein... Sie unverschämter Lügner. Also Sie Lümmel, Sie haben sich erlaubt, mich vor meinen eigenen Leuten hier zu blamieren. Das ist eine Frechheit. Was fällt Ihnen ein? Sie wollten doch einen Prinz in Ihrer lächerlichen Bude haben und den habe ich gespielt und zwar so. Und jetzt will ich mein Geld aber gleich, ja? Was, einen Prinzen hätten Sie gespielt? Einen dämlichen Trottel haben Sie gespielt? Dafür habe ich Sie nicht engagiert. Machen Sie, dass wir rauskommen. Also reden Sie nicht auf, Herr Lampe. Nein, wirklich, seien Sie ganz ruhig. Ich gehe von alleine. Ja, ich will auch gar kein Geld. Nein, diese kleine Prinzensache im Hause Lampe ist mir das wert. Was glauben Sie, was meine Kunden lachen werden? Was? Das wollen Sie Ihrer Kundschaft erzählen? Nein, das dürfen Sie mir nicht antun, Herr Müller. Wie viel wollen Sie haben? Ach, sehen Sie mal an mit einem Mal. Na, das ist was anderes. Ja, Hier, darüber hier. lässt sich reden. Nehmen Sie und geben Sie mir Ihr Ehrenwort, dass Sie keinem Menschen davon etwas erzählen werden. Kann ich mich darauf verlassen? Gemacht, Herr Lampe, gemacht. Und wenn Sie mal zufällig einen richtigen Prinzen treffen, dann grüßen Sie ihn schön von mir, ja? Adieu, meine Damen. Sehr nett, sehr nett. So eine Frechheit, so eine unerhörte Blamage. Überhaupt, ich denke, der Müller sitzt unten bei dir im Büro. Ja, Moment mal. Ja, Donnerwetter. Jetzt habe ich ja den richtigen Prinzen rausgeschmissen. Die richtige Durchlaucht. Was hast du? Was? Du hast den richtigen Prinz? Ah! Die zweite Ohnmacht. Donnerwetter, Donnerwetter. Also das ist deine ganze Menschenkenntnis, dass du einen richtigen Prinzen nicht einmal von so einem Stümper unterscheiden kannst. Naja, ihr seid doch auch auf den falschen Prinzen reingefallen. Ich habe den richtigen Prinzen ja nicht gesehen, lieber Papa. Mir wäre so etwas nicht passiert. Naja, auf jeden Fall das Truppennudelgeschäft, das ist Essig. Verzeihung, wenn ich mir einen Vorschlag erlauben dürfte, dann wäre es vielleicht das Beste, wenn man sich bei der Durchlaucht brieflich entschuldigte. Das ist ja ausgezeichnet. Lassen Sie doch den dummen Wind weg. Wieso dumm? Oh? Was? Ihr wollt einer Hoheit, einer richtigen Durchlaucht, die man so beleidigt hat, einen ganz gewöhnlichen Brief schreiben? Das sieht euch Männern ähnlich. Ja. Da muss man selbst hingehen. Was? Da soll ich selber hingehen? Oh nein, dass der mich auch noch rauswirft. Wer redet denn von dir? Es kann natürlich nur einer sein, der sich anständig benehmen kann. Ja, sehr gern. Das ist natürlich Myrna. Wie du meinst, Mama. Ich ziehe mich sofort an und fahre zum Prinzen. Fräulein Ständig, wenn Sie etwas Wichtiges haben, dann geben Sie mir es bald herein. Ich will heute Nachmittag fort. Zu seiner Durchlaucht, dem Prinzen von Holsten-Böhlau. Kastanienallee 25. Dem Prinzen von Holsten-Böhlau? Sehr wohl. Viel Glück, mein Kind. Machen wir heute Schluss, Fräulein Ständig. Kommt auch nicht mehr zurück. Wiedersehen. Gnädigste werden sicherlich sehr lange bei seiner Durchlaucht zu tun haben. Ich werde bestimmt mindestens eine Viertelstunde mich bei seiner Durchlaucht aufhalten. Falls ich dann nicht zurück bin, können Sie ruhig nach Hause fahren. Oh, pardon. So eine Unverschämtheit. Tja, das finde ich auch. Bitte? Zu seiner Durchlaucht, dem Prinzen von Holsten-Böhlau. Myrna Lampe. Bedauere, seine Durchlaucht ist nicht zu sprechen. Bitte? Bitte? Was soll das heißen? Seine Durchlaucht erwartet mich. Persönlich. Vielleicht dürfte es Sie interessieren, dass ich eine sehr gute Bekannte von seiner Durchlaucht persönlich bin.
Sehr interessant, aber dann werden Sie ja mit seiner Durchlaucht gesprochen haben. Er ist soeben persönlich die Treppe hinuntergegangen. Statten Sie? Müller. Sie? Wo kommen Sie denn her? Ja, als ich mich Ihnen heute Morgen vorstellen wollte, da wurden wir ja unterbrochen. Sehen Sie, das hat mich den ganzen Tag geärgert. Nun muss ich das eben nachholen. Ach, und deshalb sind Sie nur gekommen, um mir zu sagen, dass Sie Müller heißen. Ja, das ist doch furchtbar wichtig. Müller ist ein Name, den man nicht so leicht vergisst. Es gibt nur sehr wenige Müller. Na, bestimmt keinen wie mich. Na, bescheiden sind Sie gerade nicht. Nein, habe ich auch niemals behauptet. Und sehen Sie, deshalb möchte ich auch gerne wissen, wie Sie heißen. Was geht denn Sie das an? Oh, bitte. Na also, Bild. Bild? Das interessiert mich eigentlich weniger. Ich möchte gern Ihren Vornamen wissen. Sind Sie aber neugierig? Ja, das gehört zur Unbescheidenheit. Hm? Also, Friedelbild. Friedelbild. Sehen Sie, jetzt bin ich ganz im Bilde. 5 Beutel mit Schlagsahne. Aber ich gehe nur mit Ihnen mit, wenn Sie nicht in ein zu teures Lokal gehen. Einmal kann ich mir das schon leisten. Ach, das sagt man immer. Ich finde es viel netter, wenn ein junger Mann sparsam ist. Tja, wo gehen wir denn dahin? Sehen Sie, Sie haben sich schon verraten. Wieso? Na, Sie wissen doch keinen. Weil ich niemals in Restaurants gehe. Wissen Sie was? Wir nehmen uns ein Auto. Ein Auto? Der Chauffeur weiß bestimmt Bescheid. Hm? Julius! 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 Julius, wo bist du denn? Julius! Ja? Was sagst du dazu? Eben kommt das Auto nach Hause, ohne Myrna. Und die Myrna hat dem Chauffeur gesagt, wenn sie in einer Viertelstunde nicht vom Prinzen runterkommt, dann soll er nach Hause fahren. Na und? Na und? Sie ist nicht runtergekommen.
Ja, was willst du denn damit sagen? Julius, verstehst du denn das Allereinfachste nicht? Wenn seine Durchlaucht sich so lange mit Myrna unterhält, dann... Es ist eben ein Zeichen, dass das ein feiner Kerl ist, der mir die ganze Düsselei nicht übel genommen hat. Aber das meine ich doch nicht. Na, was denn? Julius, verstehst du denn nicht? Wenn Durchlaucht sich so lange unterhält, dann ist das eben ein Zeichen dafür, dass er sich für unsere Myrna interessiert. Was? Tja. Der Prinz und unsere Myrna? Na, das liegt doch auf der Hand. Ach du, vielleicht lädt er die noch zu einem fürstlichen Abendbrot ein. Na, nun wählen Sie mal, was das Herz begehrt. Ja. Haben Sie den schon gewählt? Ich? Ja, So? heute früh. Ich nehme einmal Bockwürste mit Salat. Wunderbar. Herr Ober! Bitte sehr. Also bitte bringen Sie zweimal Bockwürste mit Salat. Frühling, Sommer, Herbst und Winter haben ihren Reiz. Sonne lacht im Sommer und im Winter schneit's. Schön auch wenn im holden Frühling die Natur wacht. Doch vor einem Monat, nimm bitte dich in Acht, fang nur im April nichts an, denn da ist das Glück nicht treu. Darum bist du besser daran, du verschiebst, was du willst, wenn du kannst. Bis Mai, auch wenn dir ein Mädel lacht, nimm dich im April in Acht. Bitte sei gescheit, lass dir Zeit, der April geht schnell vorbei. 3 Monate später merkst du sogar, dass ein Aprilscherz ihre große Liebe nur war. Fang nur im April nichts an, denn da ist das Glück nicht treu. Darum bist du besser daran, du verschiebst, was du willst, bis Mai. Emmy, decken Sie heute Abend nur für uns 2. Meine Tochter speist nämlich heute bei seiner Durchlaucht, dem Prinzen von Holstenböhlau. Ist eigentlich ein Geheimnis, aber Sie können es ruhig allen Leuten erzählen. Ja, liebe Frau. Bitte sehr. Na? Schmeckt? Hm? Mir hat noch nie so gut geschmeckt. Ja. Mir auch. Beim Prinzen von Böhlau, Beim Prinzen von Böhlau, dem Afrika-Forscher, dem Myrna vom Lampe. Die Tochter vom Lampe posiert mit dem Prinzen. Was sagen Sie dazu, lampische Myrna? Lampe posiert mit dem Prinzen? Die Myrna, die Göre. Das ist doch unglaublich. Was sagst du dazu? Schon über 2 Stunden beim Prinzen die Myrna? Ja, ja, wie du sagst. Ja, sie ist jetzt schon über 2 Stunden bei ihm. Oh. Ach, bitte, bitte. Macht gar nichts. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Tiltchen, was sagst du? Frau Messerschmidt ist eben gekommen und erzählt, ihr Bruder, der hat einen Freund und der Freund, der kennt einen Prinzen und der hat den Prinzen im Auto gesehen. Mit einer Dame. Da siehst du, das war unsere Myrna. Deshalb hat sie auch gleich den Wagen zurückgeschickt. Wo ist denn die Frau Messerschmidt? Hier. Liebe Frau Messerschmidt. Meine liebe Frau Lampe, denken Sie nur Ihre Tochter. Ach, da ist sie ja schon. Ja, also, was hat denn der Prinz gesagt? Wie war es denn beim Prinzen? Myrna, du und der Prinz, wo seid ihr denn hingefahren? Gefahren? Na, dann tu doch nicht so, Frau Messerschmidt hat doch einen Freund. Mein Bruder. Und dem sein Freund. Der hat dich im Auto mit dem Prinzen gesehen. Aber Kind, die halbe Stadt spricht ja davon. Erzähl doch bitte. Wie war's denn? Na ja, nun red schon. War er nett zu dir? Hat er dir was Liebes gesagt? Natürlich war er nett zu mir. Er war sogar furchtbar nett zu mir. Er wollte mich gar nicht weglassen, wollte er mich. Und fortgefahren sind Sie mit ihm auch? Sicherlich wart ihr in einem feinen Restaurant. Hast du mit ihm getanzt? Na, und ob ich mit ihm getanzt habe? 6 Portionen Schlagsahne habe ich mit ihm gegessen.
Er ist überhaupt ein blendender Tänzer. Schade, dass Sie schon nach Hause müssen. Ja, tut mir auch leid. Aber wenn es Ihnen leid tut, dann bleiben wir doch noch ein bisschen. Oh, und dann verschlafe ich morgen früh. Was macht denn das? Ah, da kennen Sie Herrn Lampe schlecht. Wissen Sie was? Ich telefoniere morgen Herrn Lampe an. Sie? Haben Sie eine Ahnung, wie das wirkt? Auf Sie hat Herr Lampe gerade gewartet, Herr Müller. Also auf Wiedersehen, meine liebe Frau Messerschmidt. Ich habe mich schrecklich gefreut, dass Sie gekommen sind. Auf Wiedersehen, meine liebe Frau Lampe. Ich gratuliere Ihnen zu dieser glänzenden Partie. Gott, wissen Sie, Frau Messerschmidt, ein Mädchen wie unsere Myrna findet man ja auch nicht alle Tage. Na, hoffentlich werden Sie uns nicht ganz die Freundschaft kündigen, wenn Sie einen so hohen Schwiegersohn bekommen. Na, da wollen wir nicht weiter stören. Komm, Röschen. Auf Wiedersehen. Bitte. Myrna! Myrnachen! Ach, Myrna! Seid ihr denn wahnsinnig geworden? Die Messerschmidt, um Gottes Willen, was ist denn los? Das ist ja zum Verrücktwerden mit euch. Wie könnt ihr denn so etwas erzählen? Hoheit und ich wünschen extra, dass unser Beisammensein vor aller Welt verborgen bleibt. Und ihr tratscht es aus. Aber Märchen, du hast doch selber erzählt. Soll ich denn Nein sagen, wenn ihr mich so dumm ausfragt? Beruhige dich doch, Kind. Deine Tochter. Kannst du das verstehen? Ja, aber natürlich, Julius. Begreifst du denn nicht? Hast du denn nie Alt-Heidelberg gesehen? Alt-Heidelberg? Na ja. Die Myrna hat sich in den Prinzen verliebt und jetzt ist sie erschüttert. Ach, die ist erschüttert. Denk doch zurück an die Zeit, wo du zu mir sagtest, schüchternes Engelchen. Ja, hier wohne ich. Oh. Ja, ganz oben. Und wann sehe ich Sie wieder? Ich bin nämlich nicht mehr lange hier. Oh, fahren Sie weg? Hm. Weit? Nein, bloß ein bisschen nach Afrika. Nach Afrika? Hm? Nein. Doch. Ist Ihnen das zu weit? Kommen Sie doch mit. Ich nehme Sie wirklich gerne mit. Auf Wiedersehen. Wann? Morgen. Morgen. Gut. Ich hol Sie ab.
sind ja alle Kamellen. Das weiß ja schon die ganze Stadt. Was weiß schon die ganze Stadt? Na, das mit der Myrna und dem Prinz. Ach so, na was ist denn schon dabei? Na, immerhin ein Prinz. Ich werde Sie bestimmt nicht darum beneiden. Machen Sie sich bloß nicht so interessant. Wieso interessant? Für mich ist ein Prinz auch nur ein Mensch. Das ist ja ein ganz toller Kerl. Erst, dann notiert er sich die Adresse von der Mariechen Kunze. Und dann fährt er mit der Myrna Lampe spazieren. Kinder, hört doch auf, das ist ja grässlich. Los, Kinder, schnell an die Arbeit. Fräulein Bild! Fräulein Bild! Kommen Sie. Kommen Sie mal her. Sie müssen jetzt gleich zum Prinzen gehen und müssen das Paket hier mit den Nudelproben hinbringen. Ich kann da nicht jeden x-beliebigen schicken, der mich blamiert. In dem Verhältnis, in dem wir jetzt zum Prinzen stehen. Ich weiß nicht, ob Sie schon gehört haben. Doch, die ganze Stadt spricht ja schon darüber. Ach, die ganze Stadt spricht darüber. So. Na, das ist ja schön, ja. Also, das schwören Sie mal ab. Und, Fräulein Bild, geben Sie das dem Prinzen persönlich. Ich soll dieses Päckchen seiner Durchlaucht persönlich abgeben. Von wem kommen Sie? Von Herrn Lampe. Dann müssen Sie warten. Herr Müller, Sie? Wo kommen Sie denn her? Warten Sie auch auf den Prinzen? Ich warte auf den Prinzen. Das ist sicher großartig. Sind Sie gestern gut nach Hause gekommen? Ja, danke. Sie auch, ja? Aber Herr Müller, Sie haben mich doch selbst nach Hause gebracht. Ach so, ja, natürlich, ja. Wissen Sie, ich habe jetzt gar keine Zeit. Ich muss sofort zum Prinzen. Ach, Durchlaucht, da sind Sie ja. Durchlaucht? Tja. Sie haben mich also... Verzeihen Sie. Hören Sie doch. Ich will nichts hören. Ich soll Ihnen dieses Päckchen persönlich übergeben. April! Der Prinz war doch bei Lampes. Ja, und hinterher war deine Myrna stundenlang bei ihm. Was denn, die Myrna war beim Prinzen? Ja, stundenlang. Das weiß doch schon die ganze Stadt. Die ganze Stadt, der Prinz und die Myrna? Ja. Das ist doch ausgeschlossen. Herr Leiseger? Nein, bedauere. Meine Tochter ist nicht zu sprechen. Hier Nudelfabrik von Lamm. Wer dort? Na, Fräulein Bild ist nicht zu sprechen. Denk dir, Myrna, Herr Leisegang hat eben angerufen. Ich habe aber gleich wieder abgehängt. Wurde doch jetzt mit dem Prinzen. Aber Mama, nun hör bloß schon mit diesem Prinzen auf. Ihr macht mich ja verrückt. Na nu, warum weinen Sie denn? Ach nee. Paul, besorgen Sie sofort diesen Brief.
Ich kann nicht schreiben, ich muss zu ihr hingehen. Den Augenblick warte ich bloß, wo du endlich einsiehst, wie dich Myrna an der Nase rumführt. Hast du mich? Nein, ich kann den Brief leider nicht annehmen. Bringen Sie ihm bitte seinen Durchlaucht zurück. Sagen Sie Herrn Leisegang, Fräulein Myrna ist nicht zu sprechen. Aber er sagt doch, er müsse zu Fräulein Myrna. Und er hat gar nichts zu müssen, verstehen Sie? Fräulein Myrna ist krank. Also stören Sie mich jetzt nicht weiter. Sie sehen doch, ich bin beschäftigt. Fräulein Wild hat den Brief nicht angenommen? Nein. Danke. Bitte verbinden Sie mich mit der Nudelfabrik von Lampe. Das werden wir schon kriegen. Herr Lampe persönlich? Wie kommst du eigentlich dazu, Herrn Leisegang abzuweisen? Aber Myrna. Ach, ich finde das wirklich unglaublich von dir. Emmy? Bitte, gnädiges Fräulein. Rufen Sie sofort Herrn Leisegang zurück. Ja, gnädiges Fräulein. So eine unverschämte Person. Wer? Na, die Bild, da ruft eben der Prinz an. Was, der Prinz? Ja, der Prinz persönlich und er will die Bild für eine spanische Übersetzung haben. Ich habe natürlich gesagt, sie kommt. Natürlich, selbstverständlich. Naja, aber die will nicht gehen. Was? Will nicht gehen? Na, dann fliegt sie eben. Du wirst es sofort entlassen, verstehst du? Was, sie will nicht? Dann werde ich eben anstelle der Bild zum Prinzen gehen. Aber Mürnchen, du kannst doch gar nicht Spanisch. Das ist egal, ich werde das schon machen. Naja, wenn du denkst, dann werde ich mal einen Wagen vorfahren lassen. Herr Leisegang! Herr Leisegang! Ach, kommen Sie doch wieder zurück. Das gnädige Fräulein erwartet Sie. Wie denn mich? Ja? Das, Fräulein Myrna? Ja, Fräulein Myrna. Hat Fräulein Myrna gesagt, dass sie mich erwartet? Ja, sie. Mich? Ja. Ach, dann meint sie mich ja. Fräulein Myrna hat es gesagt. Ja. Fräulein Myrna. Na, der Prinz wird Augen machen. Meinst du, Mama? Schnell meine Handtasche, ja? Gnädiges Fräulein, Herr Leisegang ist eben wieder zurückgekommen. Ach, er wartet unten. Sagen Sie, ich hätte jetzt keine Zeit, ich muss fort. Wiedersehen, Mama. Auf Wiedersehen, mein Kind. Frau. Also soll ich Herrn Leisegang sagen, er soll wieder weggehen? Na ja, natürlich soll er wieder gehen. Das habe ich doch eben gehört. Meine Tochter hat jetzt keine Zeit. Soll ich ihm das sagen? Aber ja, sagen Sie ihm, meine Tochter führe zum Prinzen. Jawohl, gnädige Frau. Ja. Was wünschen Sie? Etwas zu trinken. Ja, ein Dortmunder Union, Showbräu, Kindelbräu. Ja, ein Glas Milch. Milch führen wir nicht. Ach, das ist aber schade. Mir ist so furchtbar schlecht. Tja, na, dann nehmen Sie doch ein Himbeergeist oder ein Kirschwasser. Kirschwasser oder Himbeerwasser, ja. Na, was denn nun? Auch dann bringen Sie mir einen Kirschsaft. Und Herr Ober, bitte einen Strohhalm. Strohhalm? Zum Saugen. So, bitteschön. Na, nur das ist bloß so ein kleines. Sonst ist doch, also bei Himbeerwasser kriegt man doch immer so ein Glas. Vorsicht mit den Röhrchen. Ja, ach, das wird schon nicht kaputt gehen. Es sind ja auch zwei. Ne? Herr Ober, ich möchte noch einen Kirschsaft, ja? Bitte schön. Kirschwasser schmeckt bald noch besser als Himbeerwasser.
Schön. Herr Kirsch. Ja, herein? Durchlauf, das Fräulein aus der Nudelfabrik ist da. Ja, ich lasse bitten. Bitte? Verzeihung, Durchlauf. Sie? Verzeihung, aber ich habe mir erlaubt, wegen der spanischen Übersetzung. Wie kommen Sie denn hierher? Verzeihung, Durchlaucht, aber ich bin Myrna Lampe. Ja, ich wollte doch nicht Sie. Ich wollte Herrn Lampes Korrespondentin. Ja, Durchlaucht müssen entschuldigen, aber die Korrespondentin wollte nicht kommen. Und da bin ich dann. Ach, die will nicht. Tja, kann man nichts machen. Oh, Verzeihung. Nein. Platz. Nein, nach Ihnen. Aber bitte. Nein. Bitte. Danke. Eigentlich allerhand, mich hier so sitzen zu lassen. Oh, wollen Durchlaucht lieber hier? Wieso? Aber nein, ich meine doch von der jungen Dame. Vielleicht ist sie zu schüchtern. So, meinen Sie? Hm? Da wäre es vielleicht das Beste, ich führe zu ihr hin. Ich bin nämlich nicht so schüchtern. Oh, Durchlaucht wollen zu uns in die Fabrik? Natürlich, sofort. Mein Achtzylinder wartet unten. Hm? Vielleicht können wir zusammen. Gut, wie ich hinkomme, ist mir ganz egal. Hauptsache sofort. Ja, bitte. Aber ich möchte zuerst noch einmal telefonieren. Vielleicht ist die Korrespondentin gar nicht mehr da. Und Na, dann muss sie sofort zurückgerufen werden. Ja. Also los, rufen Sie mal an, da ist der Apparat. Bitte verbinden Sie doch mit der Nudelfabrik von Lampe. Bitte? danke. Bitte. Danke. Nein, bitte? Hallo. Guten Tag. Ja, ich bin hier noch immer bei seiner Durchlaucht persönlich. Wie es hier ist? Sehr nett, Papa. Bitte halten Sie doch keine langen Reden, ja? Wie? Nein, das war nicht ich, das war Durchlaucht persönlich. Weißt du, Papa, Durchlaucht will nämlich selbst zu Fräulein Bild kommen. Na du Schaf. Die habe ich doch eben rausgeschmissen. Es ist sehr wichtig. Es ist sehr wichtig. Sofort. Sofort. Bei dir piept's wohl, ja? Durchlaucht. Hallo. Hallo. Robert, Zahlen. Bitte schön. Mach das. 2,6, große Kirsch, 2 Mark und 80. 3 Mark, stimmt. So, machen Sie mal Platz. Machen Sie mal Platz. Was wollen Sie? Ruhe! Nein, aber Fräulein Bild, so war's doch gar nicht gemeint. Also bleiben Sie doch nur. Ich gebe Ihnen doppeltes Gehalt. Ich gebe Ihnen so viel, wie Sie verlangen. Ich bin doch immer wie eine Mutter zu Ihnen gewesen. Nein, Sie blamieren mich doch, Sie ruinieren mich doch. Wenn der Kaiser Nein, von China kommt, ich gehe. bitte, nur über meine Leiche geht er weg. Bitte lassen Sie mich doch gehen, lassen Sie mich doch hinaus. Nein, der Prinz ist doch eben vorgefahren. Na, wo denn? Der Prinz? Na, aber ich sehe ja gar nicht. Ja, ich auch nicht. Oh, Herr Lampe! Herr Lampe! Ach, so ein Affentheater wegen so einem Prinzen. Also, hören Sie mal. Sagen Sie mal. Halt! Jetzt habe ich Ihnen was zu sagen. Ja, was fällt Ihnen denn ein? Ich habe Ihnen zu sprechen. Sie sind wohl verrückt geworden. Hier geblieben. Nein. Ja, was? Nein. Sie sind ja verrückt. Nein, aber ich will Ihnen nur mal meine Meinung sagen. Ja, ich habe keine Zeit. Der Prinz kommt jetzt. Es hat sich's ausgeprinzt.
Verstanden? Ja, was erlauben Sie sich denn? Ich erlaube mir nur, Ihnen zu sagen, dass ich es endlich satt habe, wegen dieses Prinzen da, wegen dieses Prinzen, der Hanswurst ihrer beiden Damen zu sein. Will ich mir! Sie ruhig! Endlich reißt mir mal die Geduld. Bei jedem Schafskopf tut's mal einen Knall. Und bei mir hat's jetzt geknallt. War das ein Knall? War das ein Knall? Ach, so möchte ich auch mal auf den Tisch hauen können. Bitte schön. Bitte, hauen Sie. Bitte, sind wir hier zu Hause? Ausgezeichnet. Sehr gut. Sehr schön. Sollte ich mal wieder. Das müsste meine Frau sehen. Seid ihr verrückt geworden? Ich hab's nicht gemacht. Was unterstehen Sie sich? Seien Sie ruhig! Seien Sie mutig. Ja. Machen Sie, dass Sie rauskommen. Der Prinz kommt zum Tee zu uns mit unserer Myrna. Der Prinz kommt! Der Prinz kommt! Hängen wir schon zum Halse raus! Der Prinz! Julius, jetzt wo er mit Myrna... Quatschen Sie nicht! Ja, quatschen Sie nicht! Jetzt hat sie's ausgeprinzt! Ja, Leisegang hat recht, jetzt hat sie's ausgeprinzt! Machen Sie doch auf! Der Prinz mit Myrna! Hier geblieben! Setzen! Mama! Papa! Schreien Sie doch nicht so laut. Wo ist denn Fräulein Bill? Friedel! Friedel! Fräulein Bill! Friedel! Friedel! Wir haben Sie gar nicht nach Ihrer Meinung gefragt, Herr Mehlhändler Leisegang. Wenn Sie mich 1000-mal nicht um Ihre Meinung gefragt haben, dann sage ich Ihnen trotzdem, ich verzichte auf Ihre Myrna. Was sagen Sie nun? Guten Morgen. Reinhold, das darfst du nicht tun. Ich hab dich doch lieb. Reinhold. Frau Friedel! Friedel, wo sind Sie denn? Ach! Hallo! Was wollen Sie denn von mir? Hier, halt hier geblieben. Mein Sohn. Mein Gott, der Prinz. Den haben wir ja ganz vergessen. Ja, richtig, der Prinz. Bleib hier, Papa. Ein Prinz ist auch nichts Besseres. Komm, Reinhold. Wir beide brauchen jetzt keinen Prinzen mehr. Nicht wahr? Ja, Myrna. Glaubst du mir jetzt, Friedel? Ja. Und wohin fahren wir jetzt? Geradewegs nach Afrika.